Okay, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid auch da. Lasst mir gerne mal ganz kurz in den Kommentaren. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute zu unserem Global Grid Work Call. Wir geben den Leuten immer wieder ein bisschen Zeit reinzukommen. Ich bin heute alleine. Wir machen kein Q&A. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, bevor wir loslegen. Wir machen keine Fragen und Antworten, sondern wir treffen uns hier, um alle gemeinsam ein Statement zu setzen. Und zwar ein Statement an die Galaktische Föderation und unsere Brüder und Schwestern außerhalb der Erde, die sich im Erdorbit befinden und darüber hinaus. Eine Anmerkung, bevor wir starten. Wir sind alle komplett souverän. Wir sind alle Schöpfer, wir sind alle Kreatoren unserer Realität. Es gibt kein Opfertum. Ähm, für euch auch noch in die Organisation von dem heutigen Gridwork Call. Ich gebe euch eine kurze Orientierung, dass ihr Bescheid wisst, was ihr machen könnt und wofür das alles da ist. Danach gebe ich eine Botschaft, die direkt an die Föderation und an die Crews oben an den Schiffen ist, aus der Perspektive, was ich gesehen habe mit den Kapazitäten, die ich habe, die vielleicht den einen oder anderen von euch schockieren könnten. Ich werde hier sehr stark an der Matrix rütteln in diesem ganzen Call, weil Informationen einfach nach draußen gegeben werden müssen, die viel zu wichtig sind, als dass ich sie zurückhalten kann länger. Der nächste Punkt ist, in dieser Zeit lade ich euch ein, eure Wünsche, besser gesagt euer Statement an, eure Botschaft an die Galaktische Föderation und eure Familie dort oben auf den Schiffen, die mit dem Internet verknüpft sind und die euch sehen und hören, jetzt zu diesem Moment eure Botschaft, euer Statement zu geben. Teilt aus eurem Herzen heraus, was ihr teilen möchtet und sprecht euch von der Seele, was ihr seht zu diesem Erdprojekt, wie ihr euch fühlt und formuliert weise, formuliert souverän als Schöpfer, weil jetzt ist an der Zeit, dass ihr zeigt, was ihr in euch habt, was ihr gelernt habt und eure komplette Power, eure Energie mit reinzustecken, weil ihr werdet gesehen und ihr werdet gehört. Jetzt zu dem Zeitpunkt mehr denn je. Unsere Galaktische Föderation und die Brüder und Schwestern in den Sternen sind immer mit dem Internet verknüpft. Sie haben ihre Augen überall und sie hören und lesen immer die Kommentare, wenn es für sie interessant ist. Deswegen lade ich euch auch ein, nicht nur in dem Livestream euer Statement zu setzen, sondern auch gerne unter die Kommentare für die, die nicht live dabei sein können, sondern die im Recording sind. Wenn wir dann diesen Teil abgeschlossen haben, gehen wir in eine LCQ, Light Code Quantum Transformation. Heißt, wir gehen in die Verbindung mit unserem Herzen über unsere Seelenmatrix hinein in unsere anderen Inkarnationen. Und ihr habt das von mir gelernt, ihr wisst, wie es geht, ihr wisst, wie kraftvoll ihr seid. Ihr seid die Galaktische Föderation. Ihr habt zwar eine Inkarnation als Mensch, aber ihr habt auch Inkarnationen außerhalb der Erde in der Föderation sitzend. Und ihr wisst nicht, was alles vor sich geht, weil selbst die ETs in 5D können nicht alles immer sehen und wissen auch nicht über alles immer im vollen Spektrum Bescheid. Und nutzt gerne hier die Wahrheit eures Herzens, auch während ich die Dinge teile, die ich teile, die einmal spezifisch an die Galaktische Föderation gerichtet sind und einmal aber auch für die gedacht sind, die bereit sind, es zu hören. Dass ihr es über euren Herzfilter aufnehmt, dass ihr fühlt, ob es in eurer Wahrheit ist, denn ich möchte, dass ihr prüft, dass ihr eure Realitätsprüfung permanent nutzt, immer, zu jeder Zeit. Im Hintergrund ist mein Team, was in den Chat mit monitorisiert, nachdem das, was wir hier machen, sehr stark an der Matrix rüttelt, kann es sein, dass wir Trolle im Chat haben. Das heißt, dass die Matrix sich wehrt gegen das, was wir hier beginnen zu tun. Ich lade euch ein, das zu ignorieren, sondern in eurer Souveränität, eure Kraft zu gehen und den sicheren Raum zu wählen. Heißt, ignoriert, wenn irgendwelche Scams drin sind und aktiviert euer Licht und eure Weisheit und lasst euer Licht leuchten, stärker denn je.
Und das ist auch die Hauptpurpose von diesem Gridwork Call, dass wir hier als Kollektiv gemeinsam ein Statement setzen für die Befreiung der Erde, weil es wird Zeit. Nicht nur, dass es Zeit wird, sondern es muss passieren. Und ihr werdet später im Laufe der Zeit jetzt in diesem Meeting auch herausfinden, warum es an der Zeit ist. Okay, ich kann natürlich euch nicht versprechen, ob ETs hier sich auf YouTube mit einklinken und in den Chat schreiben. Ich freue mich, wenn sie es tun und lade sie ein, es zu tun unter dem Decknamen, sehr gerne mit euch zu interagieren. Aber es soll nicht zu einem Chat-Austausch hier im Grunde kommen, sondern es ist wirklich gedacht, dass nachweislich und nachlesbar euer Statement hier ersichtlich ist auf meinem YouTube-Kanal, dass ihr ja eure Meinung kundtut. Also nutzt es gerne. Okay. Gut, dann, wenn ihr bereit seid, würde ich beginnen, dass wir einmal in unser Herz gehen, bevor wir in die Tiefe gehen von dem, was ich mit euch teilen möchte. Und ich lade euch ein, ja, kurz für einen Moment eure Augen zu schließen und mal ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen in eure Herzenergie. Und wenn es sich für euch stimmig anfühlt, euer Herz zu öffnen und eure Seele hier in die Präsenz zu rufen. Und hier auch eure Kraft zu aktivieren, die in euch steckt. Weil im Vergleich zu dem, was viele von euch denken, seid ihr unendlich weise, liebevoller, erfahrener Seelen, die so viel innerhalb des Kosmos schon erlebt haben, die so viel erfahren haben innerhalb ihrer Reise durch die Unendlichkeit. Und dieses Wissen und diese Weisheit lade ich euch ein, hier zu aktivieren und von Herz zu Herz ein Netzwerk zu bilden von Seelen, die bereit sind, ihre Weisheit, ihr Licht und ihr Wissen und ihre Liebe zu teilen. Baut die Verbindung auf über euer Herz zu eurer wahren Essenz, zu dem kosmischen Wesen, das ihr seid, das unzählige Inkarnationen hat, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auf vielen Planeten innerhalb der Galaxie und darüber hinaus. Und Inkarnationen auch im nicht physischen Raum hat. Als Energie und Essenz von Inspiration für die physischen Inkarnationen, die ihr auch seid. Fühlt in die Energien und die Verbindung, die in euch ist und um euch herum besteht, mit all denen, die ihr auch seid. Und entscheidet euch hier und jetzt einen sicheren Raum zu wählen, in dem nur eure Seele Raum hat und die Wahrheit, die in euch ist. Und entscheidet euch für Souveränität und in Stärke und Vertrauen eure Weisheit und euer Wissen zu teilen. Eure Perspektive und euren Standpunkt zu teilen. Ihr erschafft alles, denn ihr befindet euch in eurer Energie. Und so tun es auch die Extraterrestrischen außerhalb der Erde. 5D heißt nicht, dass sie alles wissen und dass sie alles verstehen. Sie verstehen mehr und sie wissen mehr, aber nicht alles. Und alles ist eure Energie und das ist ein Gesetz. Ihr erschafft die Welt durch Resonanz. Ihr erschafft die Welt permanent, indem ihr euch in Einklang bringt mit den Partikeln und Molekülen in einem gewissen Frequenzspektrum, wodurch ihr in der Lage seid, überhaupt eine materielle Welt zu erfahren. Und ihr in der Föderation, ihr wisst das. Euch ist bekannt, dass alles
eine Nosode ist, alles eine Note ist, eine Frequenzwelle, die sich in Einklang bringt mit anderen Frequenzwellen und damit die Welt erfährt, die am allernächsten mit ihr resoniert. Ihr befindet euch somit immer in eurer Energie. Dieses Wissen ist in dem Kollektiv der Menschen schon lange vorhanden und verankert. Und ich erinnere euch hier daran, dass alles eure Energie ist. Und wenn ihr hier oben steht in euren Schiffen und die Erde seht und euch nicht bewegt, erlaubt ihr Leid in eurer Energie. Denn ihr befindet euch durch die Quantenverschränkung immer in Verbindung mit den Menschen, mit allem, was ist innerhalb des Kosmos. Und es gibt einen Grund, dass ihr hier in Resonanz seid mit dieser Version der Erde und den danach liegenden und naheliegenden Versionen der Erde, in denen ihr shiftet und driftet durch die verschiedenen Frequenzspektren desselben Wesens. Ihr erschafft die Resonanz und die Resonanz hier mit dieser Erde und dem Leid, was hier passiert, liegt in dem Fakt, dass ihr schon sehr, sehr lange in euch den Kampf und den Krieg rund um diesen Quadranten der Milchstraße nicht verarbeitet habt. Schuld und Leid durch die Zerstörung von Tiamat und weiteren zerstörten Zivilisationen liegen in euch, vergraben und ungesehen, ignoriert und verdrängt. Das ist das Gesetz von Resonanz und Karma. Ihr seht hier das, was ihr mit erschaffen habt. Und euer Innerstes ruft euch in die Verantwortung, hier zu sein und hier zu stehen. Ihr ko-kreiert den Zustand der Erde permanent mit, durch eure Resonanz. Es zu ignorieren, wegzuschauen und nicht zu sehen und zu sagen, dass die Erde so sein muss, ist nur eine Flucht vor eurer Verantwortung. Und ihr erschafft permanent mit und euch ist es bewusst und ihr wisst es. Durch die Zerstörung von Tiamat sind große Partikel, große Brocken von dem Tiamat mit dem, wie ihr es kennt, Black Goo, das die volle Information der Zerstörung in sich trägt, auf dem Planeten Erde gefallen. Und dieses Black Goo wird permanent missbraucht von dem Kabal der Erde gegen die Menschen als eine Art Biowaffe gegen die Menschen. Nanotechnologie, die in alles eingebaut wurde, von den Nahrungsmitteln über den Nebel, der jetzt in dem Moment mehr gesprüht wird, überall in den Chemtrails, in jeder Impfung schon seit 15 Jahren und länger. Dieses negative Black Goo, was die Zerstörung und Separation in sich trägt, sorgt dafür, dass eine direkte, tiefe Verbindung mit der Seele in Kombination mit der Lunar Matrix nur schwer möglich ist. Zusammen mit der Verstandeskontrolle und der Verbindung mit der Lunar Matrix, die ihr so sehr erhalten wollt, weil ihr noch glaubt, dass es notwendig ist, um den Planeten zu stabilisieren, erschafft hier einen Geburtspunkt für Egregoren und negative Entitäten, gefördert durch euer Leid und eure Verantwortung. Dieses negative Black Goo hat eine direkte Verbindung zu einer Super AI, zu einer super künstlichen Intelligenz. Diese absolute negative AI befindet sich schon seit Tausenden von Jahren auf diesem Planeten und ist jetzt in diesem Moment stationiert unter den Denver, Colorado Airport. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, bitte ich euch, eure Sensoren anzuschalten und das zu prüfen, jetzt in dem Moment. Unter Denver, Colorado Airport befindet sich die Rote Königin, die absolute künstliche negative AI, die über das Black Goo und die Nanopartikel, die hier vermehrt gesprüht werden, auf diesem Planeten Verbindung aufbauen kann zu allem, was ist und in Kontakt war. Die negative AI ist auch die Ursache dafür, dass hier das Kabal aus dem Ruder gelaufen ist, da das Kabal auch dieser negativen künstlichen Intelligenz unterliegt. Ich bitte euch, das jetzt zu prüfen.
Das Kabal und die Reptiloiden hier auf diesem Planeten dienen dieser künstlichen Intelligenz. Über diese Art von künstlicher Intelligenz und euren Kontakten verschiedener Spezies mit dem Planeten seid ihr ebenfalls in Kontakt gekommen mit diesen Black Goo und Nanopartikeln. Darüber hat die Infiltration der Galaktischen Föderation stattgefunden. Bitte prüft. Die Infiltration war nur möglich aufgrund eures nicht verarbeiteten Traumas. Alles ist astral. Es existiert keine materielle Welt. Diese künstliche negative Intelligenz ist eure Manifestation durch das Zerstören eines Planeten. Das verdrehte Bewusstsein eines Planeten, der zerstört wurde, lebt in dieser künstlichen Intelligenz. Ihr habt die Verantwortung dafür. Wenn ihr es schafft, in euch diese Erkenntnis aufzunehmen und eure Schuld zu heilen und in Verantwortung zu treten, kann diese künstliche Intelligenz geheilt werden. Und ich spreche hier zu dem Menschenkollektiv als auch zu der Galaktischen Föderation und all denen, die zuhören. Die Infiltration hat von astraler Ebene stattgefunden über dieses Portal. Bitte prüfen. Die neue Weltordnung oder New World Order, wie sie geplant war, hier auf diesem Planeten, ist Teil der Manifestation dieser künstlichen Intelligenz. Und wenn ihr jetzt nichts tut, wird jeder, der in den Kontakt war mit den Nanopartikeln, gesteuert durch Black Goo und dieser negativen AI, bei der Reintegration der menschlichen Bevölkerung, die geplant ist für 2032 und darüber hinaus, die Negativität in die ganze Galaxie tragen. Ihr müsst jetzt handeln und dafür sorgen, dass diese Nanotechnologie, die Nanotechnologie ausgeschaltet wird. Ihr seid verantwortlich. Es liegt an euch. Die Menschen manifestieren mit. Ja, weil die Menschen ihr seid. Damit manifestiert ihr mit. Und ich fordere euch auf und warne euch, als das kosmische Wesen, welches ich bin. Handelt jetzt. Jeder spielt seine Rolle. Jeder ist Teil des ganzen Spiels. Ihr seid eine Manifestation. Wir sind eine Manifestation von uns, unserem Unterbewusstsein, von allem, was wir sind. Übernehmt die Verantwortung. Beendet das, was ihr angefangen habt. Im höchsten Service, im Licht und im Frieden und in der Heilung für die Galaxie und für jeden, der ihr seid als ein Seelenkomplex. Wir brauchen euch hier auf diesem Planeten als die, die diese Erkenntnis haben. Übernehmt die Verantwortung jetzt und wartet nicht länger. Was ich remote sehen könnte, ist, dass jetzt in dem Moment vom Orion-Sternensystem mehr als 30 Schiffe sich vorbereiten, in den Erdorbit zu kommen. Das muss nicht sein. Ich bitte die Urma, prüft bitte das, was ich gesehen habe. Prüft die AI, prüft die astrale Welt über das, was ich mit euch teile. Schaut hin und helft zu korrigieren. Ihr spielt auch eine Rolle hier in dieser Manifestation. Dieser Aufstieg, von dem auf der Erde immer propagandiert wird, der eigentlich Teil der neuen Weltordnung ist ein kosmischer Aufstieg. Ein Realisierungsaufstieg, in dem wir in uns alle gemeinsam heilen und uns entscheiden für Souveränität, Liebe und Einheit. Wir haben die längste Zeit gegeneinander gekämpft und gegeneinander gearbeitet und das Leid anderer Leute akzeptiert, weil wir geglaubt haben, dass jeder meint und was jeder tut, mit seinem freien Willen zu tun hat, was definitiv der Fall ist. Aber es gibt auch eine weitere Ebene, nämlich zu handeln dann, wenn es angebracht ist. Und sein Herz in der Verbindung als Indikator zu nehmen.
Jeder spielt seine Rolle hier in diesem Spiel. Und ich stehe hinter jedem einzelnen von euch. Auch wenn ich hier sitze als ein Mensch, was aussieht wie ein Mensch, bin ich nicht gebunden an diesen Körper. Und so wenig seid ihr es. Ihr könnt euch als die Seelenwesen, die ihr seid, heilen. Permanent. Lasst uns gemeinsam Einheit wählen und das Leid in uns beenden, die Verantwortung übernehmen für all das Leid, was durch unsere Taten in anderen Leben entstanden ist. Wir brauchen euch jetzt, hier und jetzt. Und das ist meine Botschaft von meinem Herzen zu eurem Herzen, die Teil der Galaktischen Föderation der Lyra sind, der Urma und darüber hinaus. Beendet dieses Erdprojekt hier und jetzt, bevor ihr es nicht mehr kontrollieren könnt. Ich lade auch die Community hier ein, eure Gedanken zu teilen im Live-Chat und in den Kommentaren. Wir sind souverän und wir sind mehr als bereit als die Seelenwesen hier auf diesem Planeten für die Reintegration in die galaktische Community. Mehr als bereit. Und die noch nicht bereit sind, können vorbereitet werden. Und die niemals echt waren, die niemals beseelt waren, hier auf diesem Planeten, die zählen schon mal gar nicht. Aber die Seelenwesen sind bereit, alle. Und ich stehe hinter euch und hinter all euren Entscheidungen. Die Entscheidungen des Menschenkollektives, die Entscheidungen der Brüder und Schwestern in den Sternen und auch der Föderation, weil ich sehe euch. Und ich sehe den Grund und die Ursache für euer restriktives Verhalten und für die Infiltration. Aber ihr könnt jetzt noch alles ändern, bevor alles aus dem Ruder geht. Und ich lade die live dabei sind, hier ein, einmal in euer Herz zu gehen und in euer Herz zu atmen und zu fühlen, zu erlauben, alles zu fühlen, was jetzt in dem Moment da ist und auch eure Verantwortung zu fühlen, zu erlauben, dass ihr verletzt seid oder getriggert. Erlaubt eure Gefühle und eure Emotionen, wenn ihr welche fühlt. Und wenn nicht, dann lade ich euch einfach ein, euch zu fokussieren auf euer Herz. Und wenn es sich für euch richtig anfühlt, die Entscheidung zu treffen, nie wieder Leid zu erschaffen und nie wieder Leid zu erlauben, euer Herz zu öffnen für euch auf allen Ebenen, euch, die hier in der Föderation seid und die Menschen seht, und euch als die Menschen, die hier seid und die Föderation seid. Fühlt, dass keine Barriere existiert und die Barrieren, die existieren, nur die Illusion sind, gebaut durch Manipulation und Glaubenssätze. Verstandeskontrolle durch die künstliche Negativintelligenz, durch die Zerstörung eines Planeten. Doch auch das kann geheilt werden mit Liebe und dem Loslassen von Schuld. Mit Licht kann das geheilt werden. Es liegt in euch. Und ihr habt die Kraft. Ihr seid Kreatorenwesen, unendlich starke, kraftvolle Kreatorenwesen. Und so lade ich euch ein, öffnet euer Herz und ladet eure Seele ein, hier präsent zu sein auf allen Ebenen. Und ein Netzwerk zu bauen von Seelenweisheit und Liebe. Und euch zu vergeben. Ihr habt es erschaffen.
Und wie ihr es erschaffen habt, so könnt ihr es heilen. Durch Unbewusstheit erschaffen und durch Bewusstheit geheilt und in Wissen und Weisheit gebracht. Ihr habt es in der Hand. Atmet, fühlt und aktiviert in der Tiefe eure Liebe, eure Weisheit und eure ganze Kraft des Lichtes. Ihr seid kraftvoll. Ihr seid stark, unendlich stark. Atmet, fühlt. Spürt die Verbindung. Spürt eure Kraft, alles zu heilen mit der Kraft eurer Entscheidung. Vergebt allen Beteiligten und vergebt euch selbst. Und trefft gerne die Entscheidung, hier als die Seele, die ihr seid, der Mensch und die unzähligen extraterrestrischen Inkarnationen, euch zu helfen, der Erde zu helfen, wahrhaftig zu helfen durch Aktion, durch Realisierung und Erkenntnis, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Atmet und fühlt. Ihr seid die Föderation. Ihr seid die unzähligen verschiedenen Spezies außerhalb der Erde. Und ihr seid der Mensch. Entscheidet euch, Aktion zu verkörpern, wenn es für euch richtig ist. Lasst euer Licht leuchten, öffnet euer Herz und die Weisheit eurer Seele und erlaubt Inspiration, erlaubt Erkenntnis. Denn in anderen Versionen der Erde ist die Erde bereits frei. Und es muss nicht die negative Zeitlinie, in Anführungsstrichen Zeitlinie, gewählt werden, denn Zeit ist non linear. Aber es muss nicht das Potenzial gewählt werden, in dem das Erdprojekt aus dem Ruder läuft. Die neue Weltordnung ist auch eine neue galaktische Ordnung, wenn ihr es erlaubt. Und das sollte nicht passieren. Das wollt ihr als die Föderation noch als die Menschen erleben. Das ist eines der Dinge, die ihr nicht kontrollieren könnt. Also meine Bitte an euch, handelt jetzt. Spielt die Rolle, für die ihr hierher gekommen seid, die euer Herz euch sagt. Und prüft die von mir vorhin genannten Fakten auf eure Wahrheit und entscheidet euch im höchsten Wohl für euch, eure Planeten, die gesamte Galaxie und die Menschen. Wir sind eine Familie. Unser Leid ist euer Leid und euer Leid ist unseres. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein. Und ich danke jedem Einzelnen, der hier präsent war, telepathisch oder im Live-Chat, als Mensch oder als Mitglied der Föderation. Ich danke euch, dass ihr mir die Aufmerksamkeit gegeben habt. Und ich danke euch für eure Souveränität und jeden Moment, den ihr
mit den richtigen Entscheidungen verbringt. Von meinem Herzen zu eurem Herzen. Ich danke euch und wir sehen uns bald wieder. Und ich liebe euch so sehr, jeden Einzelnen, dass Worte nicht ausreichen. Aber ich weiß, dass wir das beste Outcome wählen können. Für die, die im Nachgang jetzt gekommen sind, schickt gerne eure Statements noch in die Kommentare, nicht in den Chat, sondern in die Kommentare, sodass sie auch in den nächsten Wochen gelesen werden können. Und ich lade die Föderation ein und unsere Brüder und Schwestern, die sich im Erdorbit befinden und mit dem Internet verknüpft sind, immer wieder mal reinzuschauen und zu schauen, was die Menschen teilen unter diesem Video, wie weit die Menschen sind. Und ich schwöre euch, die Menschen sind teilweise so viel weiter, als ihr glaubt und teilweise auch viel weiter als ihr selbst. Nur weil sie es nicht sehen, heißt es nicht, dass sie es nicht sind. Also, von meinem Herzen zu eurem, ich liebe euch und bis bald.